Hallo Leute, da bin ich wieder, wie immer aus einem Bus, aber auch aus England. Wie bin ich nach England gekommen? Diesmal nicht mit der Fähre, sondern mit dem Eurotunnel, mit diesem komischen Zug, wo man da so reinfährt. Das war mein erstes Mal und deswegen habe ich mir die Gelegenheit mal geschnappt und gesagt, so für meine Community, für euch extra, werde ich das mal filmen, damit ihr mal so einen Einblick habt, wie das eben halt so klappt mit dem Zug, den Bus so da rein. Und ich sag euch, das war eine ganz knappe Geschichte. Guckt's euch an. Film ab. So, das fing erstmal ganz gut an. Das war ja alles gebucht. Ich brauchte dann nur ranfahren, auf den Knopf drücken. Dann habe ich diesen Zettel hier bekommen, ein C und die Uhrzeit und die Buchungsnummer und so, war schon alles direkt da drauf. Das war schon mal nicht schlecht. Das geht wirklich dann ruckzuck. Da sind wir weitergefahren. Und an dieser Station hier, da wird die britische Polizei uns nochmal kontrollieren, beziehungsweise die Pässe und Ausweise, aber erstmal von mir, von dem Fahrer, direkt hier an dem Häuschen hier, dass ich natürlich nicht filme, und dann der Rest. So Leute, einmal hier durch und hinten stelle ich mich dahin, da kommt er dann wieder raus. Viel Glück. Personalausweis. Alles andere könnt ihr hier lassen. Und Schuhe anziehen. So, hier werden die ganzen Fahrgäste auch nochmal aussteigen müssen, wie eigentlich auf der Fähre da am Hafen. Die müssen da durch so ein Gate Ausweise vorzeigen und kommen hinten wieder durch. Ich habe jetzt eigentlich auch mit einer Kontrolle mit dem Bus und so gerechnet, aber einer ist nur reingekommen, hat sich innen drin angeguckt, WC, ob da sich jemand eingeschlossen hat. Das war's. Ich brauchte keinen Motorraum aufmachen, ich brauchte keine Klappen aufmachen oder so, gar nichts. Bis hierhin alles nicht schlecht. So, die Leute sind auch ohne weiteres da durchgekommen, alle wieder an Bord, und dann ging es weiter. Es ist überall jemand immer aufgestellt, die mir dann zeigt, hier, du musst nach rechts, du musst nach links. Jetzt fahren wir an so einer Parkanlage, wo der Bus dann eben halt halten kann. Da gibt es nochmal Möglichkeit für die Fahrgäste, für den Fahrer, sich frisch zu machen, einmal auf WC zu gehen oder so und eben halt seine Zeit abwarten. Die Buchstaben habe ich dann später auch rausbekommen, was es auf sich hat. Die werden dann immer aufgerufen, A, B, C. Wir haben ja C gehabt. Das sind die Uhrzeiten und die Waggons, wo der Bus dann eingeladen wird. Wir haben jetzt noch circa eine Stunde Aufenthalt. Und dann werden wir aufgerufen und ich werde dann weiter berichten. Kleine Info, mal gucken, was da steht. C, wir müssen C gucken. 15:50 Uhr. Steht da oben. C, wir haben C, alternativ 15:50 Uhr. So, innen drin gibt es auch nochmal so Monitore, wenn man mal hier schon seine Pause macht, hier zu essen, sich was holt. Oder halt mal WC und so besucht. Man kann immer sehen, wann abgefahren wird. Also ich fahre doch lieber mit der Fähre als hier mit so einem komischen Zug hier, ey. Hier wartest du trotzdem so lange. Jetzt hat er auch noch Verspätung, habe ich gesehen. Oh Mann, 15 Minuten Verspätung. Obwohl wir pünktlich da sind. Sonst so haben die das alles schön gemacht, aber was nützt's? So, eine Stunde haben wir hier schon mal verloren. Jetzt geht's weiter in den Zug. Mal gucken, wo die mich hier lang führen. Bin echt mal gespannt, wie das wird. Auch die Straßen, wenn ihr mal geguckt habt, lasst jetzt Zug mal zur Seite. Hier ist auch schon alles so eng. Ich verstehe gar nicht, hier ist so viel Platz, warum man hier so eng machen muss alles. Wundert euch nicht, warum ich so schnell fahre. Ich habe mal ein bisschen schneller gemacht,
damit das eben halt schnell vorbei geht alles und sich nicht so lang zieht. Sieht auch lustig aus. Aber das ist wirklich fast 1 Kilometer gewesen, bis wir von der Parkanlage bis hier zum Bahnhof hier fahren. Das gibt's doch gar nicht. So, hier gab es jetzt auch noch mal so ein Check-in für das Fahrzeug, weil jeder hat ja so seine eigene C, B und. Auch PKWs müssen woanders hin, der Bus muss woanders hin. Und was will der Typ denn jetzt von mir? Hier, Junge, guck, ich hab C. Ist er nicht mit zufrieden? Was will er denn, ey? Tja, dann hat sich rausgestellt, was er überhaupt von mir wollte. Er hat gefragt, ob ich irgendwelche ältere Leute drin habe, die Hilfe brauchen oder Rollatoren oder Rollstühle. Das wollte er wissen. Da gibt es wohl speziell Rampe oder so. Keine Ahnung, was er von mir wollte. Auf jeden Fall ist alles gut und wir können weiterfahren. Und er hat mir noch gesagt, ich soll Gate 8 nehmen, Lane 8. Mal gucken, wo das ist. Ah, alles mit Ampeln gekennzeichnet. Grün, da darf ich fahren. Da zieht sich jetzt wieder 1 Kilometer hin hier, oder was? C, genau, Mehmet. Vergewissere dich nochmal. So, ich denke mal, jetzt geht's mal richtig los. Der eine Bus vor mir, der ist schon losgefahren. Der fährt wohl jetzt da in den Zug da rein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Unten sind schon mal die Schienen. Dann dürfte das nicht mehr allzu weit sein. Aber habt ihr jetzt mal gemerkt, vom Parkplatz bis hierhin, wie sich das noch lange hinzieht? In der Zeit wäre ich schon längst auf der Fähre drauf, wäre schon oben und hätte schon meinen Fish and Chips gegessen. Hier kriegst du kein Essen, zu trinken, nichts. Ne, das gefällt mir überhaupt nicht. So, was jetzt spannender ist, wie kommt der Bus gleich da rein? Der vor mir, der hat noch nicht mal Überlänge. Der Volvo, der hat ja auch noch Überlänge mit 13 und Metern. Fast 14 Meter an einem Stück. So, der hat schon mal fast geschafft. Bis zur Hälfte ist er schon mal drin. Ja, der muss auch noch mal korrigieren. Guckt euch das mal an, Leute. Da quält man sich richtig, um da reinzukommen. Obwohl da 2, 3 Mannekes da rumstehen, meinst du, da ist mal einer und guckt? Man muss das richtig mit Gefühl machen. Jetzt habe ich mir das mal abgeguckt. Besser wäre eigentlich, ich persönlich, ich hätte da, oder ich wäre da rückwärts reingefahren. Als ob man so parkt. Aber wie ihr gesehen habt, der Waggon, der ist an beiden Seiten auf. Dann werde ich das mal so machen, als ob ich vorwärts parke. So, guckt euch das jetzt mal an. Ganz weit raus.
Auf das Hinterteil aufpassen, dass der jetzt rumkommt. Das war schon eng. Der Spiegel, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, Leute, mit einem Zug war das nichts. Ich hätte noch weiter rausfahren müssen. Jetzt muss ich ja auch mal korrigieren. Oh Mann. Jetzt noch mal weiter nach außen. Und das ist hinten wirklich eng. Das kommt jetzt hier nicht so rüber mit der Kamera, aber ich sag euch, da muss man echt Nerven behalten. Jetzt passt der Spiegel auch wieder nicht. Und hinten wird auch eng. Ja, jetzt muss ich links gucken, links noch weiter. Ja, rechts kann ich nicht, weil ich kann meinen Spiegel so ein bisschen einklappen. So. Also wenn ihr das gesehen hättet, hinten links vom Spiegel, ich sehe das ja, da passt gerade mal vielleicht so eine Bildzeitung dazwischen, Leute. Ich hatte vorher schon mit 2 Fahrern gesprochen von einer anderen Firma. Hier haben sich schon so viele die Seite aufgerissen, weil das ist wirklich eng. Aber ein Mehmet OE hat auch das geschafft. Jawohl, jetzt sind wir drin. Und achtet mal auf die rechten Spiegel. Da ist wirklich Millimeter an der rechten Seite. Bis hierhin ist ja noch alles gut. Aber guckt euch jetzt mal hier diese Unterbrechungen an. Jetzt habt ihr gesehen, da muss ich auch wieder vorsichtig sein. Links und rechts. Und jedes Abteil hat so seinen eigenen, für jeden Bus. Dann gehen da diese komischen Tore hoch. Dann ist man sozusagen eingesperrt. Jeder Bus hat seinen eigenen Waggon, sag ich mal so. Jetzt muss man bis nach vorne durchfahren. Und immer durch diese komischen Gates hier. Ich weiß nicht, warum man sich das antut hier mit dem scheiß Tunnel. Also das hat mir absolut nicht gefallen. Ich mach mal ein bisschen schnell, das zieht sich ja in hier. So ist es schon viel schneller, sind wir schon da. Hier haben sie noch so Unterlegkeile hier unter dem Bus getan. Keine Ahnung, ob der wohl rutscht oder so. Und so sieht es nochmal von draußen aus. Das war verdammt enge. Jetzt bin ich mal hier drin in so einem komischen Zug hier. Der ist mir hier abteilweise einmal da und einmal auf der Seite einfach mal so abgetrennt. Keine Ahnung warum. Die Türen, die gehen nur ganz schwach auf. Also das ist nichts für mich hier. So, bin mal gespannt, wie lange das noch dauert, bis die alle eingecheckt haben, bis die hier drin sind. So, nach einer halben Stunde Fahrt sind wir angekommen. Das war natürlich schnell, aber man ist, ich habe mal gegoogelt, an der tiefsten Stelle, glaube ich, 70 Meter unterm Meeresspiegel oder was weiß ich, wie die das gemessen haben. Auf jeden Fall, jetzt gehen die komischen Gates da auf. Und glaubt mir, ich bin froh, wenn ich hier heil wieder rauskomme hier. So, jetzt müssen die Dinger hier noch zur Seite geschoben werden hier, damit ich auch Platz habe. So. Der andere Bus ist schon fertig. Der fährt raus. Und wir hinterher.
So, der erste Bus, der hat es gleich geschafft. Anstatt Land in Sicht muss ich hier wohl sagen, Licht in Sicht. Wir sind in England. So, jetzt beim Rausfahren muss ich natürlich wieder auf das Hinterteil achten. Mal gucken mit Handzeichen, ob ich diese Frau da mal bitten kann, mal einen Blick zu werfen hinten. Hallo, Tante, kannst du mal gucken? Aber die guckt nur mich an. Jetzt hat sie mal genickt. Aber ich verlasse mich mal nicht auf die. Spiegel ist immer noch das sicherste. Jawohl. Und jetzt auch wieder so eng. Wieder links. So Leute, wir sind in England. Die Schüler, die wissen gar nicht, dass sie auf einer Insel sind. Man hat kein Wasser gesehen, man hat keinen Kanal, kein Meer, nichts gesehen. Ruckzuck ist man hier auf einmal gleich schon auf der Autobahn. Ich mache mal wieder schnell, da könnt ihr mal hier ein bisschen die Gegend euch angucken, wo wir hier gelandet sind. So, ich mache mal wieder Schnelldurchlauf, damit sich das nicht so lange hinzieht. Ich wollte eigentlich ein kurzes Video machen, sind trotzdem fast 20 Minuten geworden. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Von der Seite bin ich ja auch noch nie hier gelandet. Mal gucken, wo das hier überhaupt ist. Wir werden jetzt hier erstmal weitergeführt. Ich denke mal auf die A20. Ich muss ja eigentlich Richtung Canterbury. Mal gucken, wo der uns lang führt hier. So langsam kommt mir die Gegend hier jetzt bekannt vor. Mal gucken, was sind das für Schilder da? Ja, genau. Ah, hier ist, wenn man wieder beim Einchecken. Ah, hier muss ich Freitag dann wieder hin, weil die Rückfahrt, die ist auch wieder mit diesem Zug. Naja, im Großen und Ganzen war ja schnell, das muss man ja sagen, halbe Stunde, aber bis man da eingecheckt hat, bis man sich da Aufenthalt gehabt hat, der hat auch noch Verspätung ja gehabt und bis man dann auch noch im Zug ist und der losgefahren ist, da tut sich eigentlich gar nichts. In 2 Stunden bin ich ja auch in Dover, egal ob ich von Calais oder von Dünkirchen aus fahre. Von Calais ist ein bisschen weniger, 1,5 Stunden braucht man da. Aber man hat dieses Feeling eben halt Insel nicht hier. Nee, vergisst das mal, Leute. Naja, ich möchte mich auf jeden Fall bei euch verabschieden. Ich hoffe, Video hat euch Spaß gemacht, auch für neue Busfahrer, die mal nach England fahren und den Zug benutzen müssen. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen die Tipps, die ich gegeben habe, mal für euch in Anspruch nehmen. Ansonsten, man sieht sich wieder in einem anderen Video bestimmt. Bleibt gesund, Leute, bleibt mir treu. Wenn ihr das Abonnieren nicht gemacht habt, das Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Auch ruhig Kommentare dalassen. Ich lese und beantworte hier alles.